Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Diesmal mit Teil 8 aus der Reihe Porträt mit Bela. Bela, als du mich vor einigen Wochen gefragt hast, welches dann das nächste Projekt ist, habe ich gesagt, wir malen das Ohr. Und da kam, glaube ich, von dir so eine Art Reaktion: Was, nur das Ohr? Reicht das für einen ganzen Film? Ja, das Ohr ist ein kleiner Teil des Kopfes und somit auch des Porträts, aber jeder, der schon einmal ein gutes Porträt mit einem lieblos oder vielleicht auch kenntnislos gemalten Ohr ruiniert hat, weiß, wie wichtig das Ohr am Kopf, am Porträt ist. Bevor wir gleich mit dem Ohr beginnen, möchte ich mich einmal bedanken für die vielen Feedbacks, Zuschriften, Mails, Briefe, die ihr uns für diese Porträtreihe schon geschrieben habt. Dieses Thema ist ja mein ganz spezielles Herzensthema und ich glaube, auch Bela macht es inzwischen einigermaßen Spaß. Bela? Ja. Und das Ziel ist ja, nach etwa 12 bis 15 Folgen ein realistisches Porträt im Aquarell malen zu können. Auch wenn diese Porträtvideos sicherlich nicht jeden Nutzer dieses Kanals ansprechen, freue ich mich sehr über die große Fangemeinde, die diese Reihe schon mittlerweile hat. Ihr helft uns immer sehr, wenn ihr unsere Arbeit hier auf YouTube mit einem netten Kommentar oder einem Daumen hoch unterstützt. Wir bieten euch ja immer wieder etwas Neues zum Thema Porträt an und da ist es für uns ganz wichtig zu sehen, wie das bei euch ankommt. Die letzte Übung, zum Beispiel das Porträt auf den Kopf zu drehen, hat nicht nur uns sehr viel Spaß gemacht, sondern scheinbar auch euch. Also, wir bedanken uns für jeden Kommentar, für jeden Daumen nach oben und freuen uns darüber. Und jetzt geht's los mit unserem Ohr. Bevor wir gleich die Ohren zeichnen und dann auch malen, Bela, werfen wir einmal einen kleinen Blick in die Kunstgeschichte. Wir schauen uns jetzt einige Porträts von zwei sehr bekannten und berühmten Porträtmalern ihrer Zeit an, einmal von Anders Zorn und von Singer Sargent. Und du achtest mal auf die Ohren und vielleicht kannst du uns im Anschluss sagen, was dir aufgefallen ist. Das sind alles Öl- bzw. Aquarellbilder von Anders Zorn. Und du schaust mal auf die Ohren hier. Ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht zu klein. Wir können vielleicht mit dem Handy einmal dran. Und jetzt schauen wir uns noch zwei sehr bekannte Ölbilder von John Singer Sargent an. Auch hier wieder gilt unser Augenmerk den Ohren. Bela, ist dir denn etwas aufgefallen jetzt bei dem Ohrendurchlauf? Weiß ich nicht. Also kommt so vor, dass es meistens immer recht hell ist, beziehungsweise vor allem hinter den ganzen dunklen kommt das irgendwie mal raus. Ja, also das Ohr leuchtet, weil es durch die dunklen Haare hinterlegt ist. Und vor allen Dingen, was mir immer auffällt, ist, rot? Ja, was mir wirklich auffällt, ist, dass die Farbe Rot im Ohr, gerade jetzt hier beim Anders Zorn, unglaublich häufig verwendet wird. Nichts anderes ist im Gesicht so rot wie das Ohr. Und man würde doch eigentlich denken, dass die Nase oder die Lippen, gut, Lippen sehen wir jetzt hier nicht, aber dass das am meisten rot gefärbte ist. Aber es ist das Ohr. Ja, wenn wir hier nochmal auf dieses Gesicht gucken, sehr reduziert ja nur, das ist übrigens ein großes Aquarell, im Original kein Ölbild, ein Aquarell. Und interessant, dass das Roteste auch wieder hier, genauso rot wie die Lippen sind die Ohren. Ja. Okay. Das Ohr besteht aus vielen ineinandergreifenden Formen. Es hat überwiegend abgerundete Oberflächen, also muss hier sehr viel weich gestaltet werden. Es gibt aber auch ein paar Schattenkanten und es gibt viel reflektiertes Licht auf diesen kleinen Vorwölbungen und es gibt auch Highlights. Zum Beispiel hier oft auf dem Ohrläppchen oder auch hier oben an dieser sehr prägnanten Stelle der Ohrmuschel. Wir beginnen jetzt das Ohr zu zeichnen zunächst einmal und wollen dann auch mit dem Bleistift eintragen, welche Kanten wir scharfkantig sehen und welche Kanten wir weich sehen. Es ist ja hier auf unserem Foto, auf unserem Vorlagenohr deutlich zu sehen, dass das Ohr nicht ganz gerade am Kopf ansitzt, sondern mit so einer leichten Schräge. Und wenn ich so ein Ohr jetzt übertrage, dann reichen mir dafür zunächst einmal 7 Striche. Wir wollen mal mitzählen. Der erste Strich markiert die leichte Schräge, mit der das Ohr angesetzt ist. Ich verwende jetzt zunächst relativ gerade Striche, um die Winkeländerung der einzelnen Bewegungen hier um das Ohr herum anzudeuten. Nachher werden wir diese Striche noch etwas abrunden. Also es gibt hier einen Aufschwung, eine kleine Linie hier rüber, 2, 3. Jetzt kommt der dritte Strich, 4. Strich, dann geht es hier
1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das ist jetzt ein ganz einfacher Umriss für dieses Ohr. Jedes Ohr sieht anders aus und letztendlich muss man beim realistischen Zeichnen eines Ohrs genau hinschauen auf die Vorlage, auf das Modell. Jetzt können wir beginnen, die äußere Kante ein wenig abzurunden. Und unserer Vorlage ein bisschen anzupassen. Vielleicht gehst du hier noch ein bisschen nach oben an der Stelle, weil da das Ohrläppchen ist. Genau. Das erste, was wir jetzt einzeichnen, ist dieser äußere Ring hier. Das ist die Helix. Und die läuft im Grunde genommen parallel zur Außenkante. Hier gibt es meistens noch mal so eine kleine Einkerbung. Und dann wird sie hier zur Außenwölbung des Ohrs immer dünner. Und läuft hier unten dann oft in einem Schatten aus. Das ist die Helix. Genau, verschwindet hier so ein bisschen in. Das zweite, was wir einzeichnen, ist die sogenannte Antihelix. Das ist dieses gegenläufige, Y-förmige Gebilde hier in der Ohrmuschel. Wie ein Y deshalb, weil hier oben immer noch eine kleine Vertiefung, hier oben kommt eine kleine Vertiefung, können wir hier ganz gut sehen, die wir dann auch wieder mit einer entsprechenden Schattenform darstellen müssen. Wie ein Y geformt, die Antihelix. Ich zeichne das hier nochmal ein, das Y. Etwas dicker. Hier unten haben wir schon die hakenförmige Form der Concha, also des Gehörganges, hier eingetragen. Und hier vorne gibt es noch einmal eine wellenförmige Form. Das ist ein oft heller Bereich hier, ein Knorpel, der vor dem Gehörgang liegt. Und das ist oft ein sehr heller Bereich vor dem Ohr. Diese Schale in der Ohrmuschel ist eine sehr tiefliegende Form, die in den Gehörgang überleitet. Und der lateinische Name dafür ist Concha. Das Ohrläppchen sitzt ja hier unten, auch oft eine sehr helle Form. Ohrläppchen. Und jetzt haben wir im Grunde genommen schon die gesamten Formen des Ohrs skizziert. Das war jetzt eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Das geht noch. Das geht. Und wir sehen schon, dass eigentlich ganz gut schon ein Ohr erkennbar ist. Ja? Einfacher als zum Beispiel eine Nase zu skizzieren. Jetzt wollen wir diese Geschichte hier laut unserem Foto schon mal ein bisschen mit Licht und Schatten versehen, um fürs Aquarell, welches wir dann auch gleich noch malen werden, ein bisschen eine Ahnung zu bekommen, welches sind die sehr dunklen Tonwerte und vor allen Dingen, welches sind die harten und die weichen Kanten. Zunächst einmal können wir sagen, dass unter und hinter dem Ohr immer ein starker Schatten zu malen ist. Ganz wichtig bei der Porträtmalerei, unter dem Ohrläppchen ist ein starker Schlagschatten. Den tragen wir erstmal ein. Das Ohrläppchen hat ja eine gewisse Dicke. Und diese Dicke stellen wir mit einer leichten Schattenschraffur dar, beziehungsweise später im Aquarell mit einem ganz zarten Schattentonwert. Es gibt also einen weichen Übergang vom Ohrläppchen in diesen Schlagschatten, der hinter dem Ohr sitzt. Genauso haben wir einen weichen Übergang, können wir hier gut sehen, mit einer leichten Schattierung an der Außenkante der Helix. Einfach eine leichte, ganz zarte Schraffur hier eintragen. Die Helix ist ja ein gewölbter Knorpel, der seine Dreidimensionalität dadurch erhält, dass er obendrauf hell ist,
sogar hier an der Stelle oft mit einem echten Highlight, also mit einem richtig glänzenden weißen Punkt und an seinen beiden Seitenkanten leicht abschattiert ist. Dadurch kriegen wir die Illusion einer Wölbung und einer Räumlichkeit. Leicht abschattieren auf der rechten und auf der linken Seite. Genau, wie ihr das jetzt schattiert, ist im Grunde egal. Ich verwende hier so leichte Schrägschraffuren, aber das geht bestimmt auch mit etwas wilderen Strichen, so wie es bei Bela aussieht. Wichtig ist, dass die Graustufe wirklich sehr zart ist. Genauso weiche Verläufe haben wir auf der Antihelix, auf diesem Y, was hier drin ist, und zwar immer an den Außenkanten. Also wir können jetzt die gesamte Antihelix hier weich an den Kanten schraffieren. Auch der Übergang hier in die Ohrmuschel ist weich. Und hier gibt es auch eine ganz weiche Dunkelheit. Und diese Übergänge sind sehr wichtig nachher für die farbliche Darstellung. Weiche Übergänge. Jetzt malen wir den großen Schlagschatten, den dieser Bereich der Helix hier auf die Antihelix im inneren Bereich der Ohrmuschel wirft. Das sehen wir auf unserem Referenzfoto hier sehr gut. Referenzfoto und auch dieses Arbeitsblatt als Skizze bekommen die Unterstützer unseres Kanals zugesendet per Mail. Ab 2 € monatliche Unterstützung bieten wir diesen Service und wir freuen uns und sagen Danke für eure schon so zahlreiche Unterstützung unserer Arbeit. Also diesen Schlagschatten, Bela, wir sehen schon ganz gut. Hier geht eine dunkle Form unter die Antihelix. Hier kommt der Schatten über die Form der Antihelix. Da wird das Y fast nicht mehr zu sehen sein. Da geht es wieder hoch. So, und dieser Schlagschatten, der ist jetzt vom Tonwert wirklich kräftig. Tonwertstufe 6 bis 7. Das ist einer der dunkelsten Schatten im Porträt überhaupt. Und natürlich genauso dunkel ist es hier im Innenohr zum Gehörgang hin. Auch das schraffieren wir jetzt ganz dunkel und werden das später mit einer Mischung aus Cadmiumrot und Kobaltblau dunkel gestalten. Hier gibt es einen mittleren Tonwert. Wichtig ist, dass die Antihelix als hellere Form hier übrig bleibt. Auch hier an dieser Stelle vom Übergang von dem hellen vorgelagerten Knorpel zum Ohrloch hin gibt es eine kleine Schattenform. Die tragen wir noch ein mit einer leichten Schraffur an dieser Stelle. Diese leichten Schattenformen helfen dabei klarzumachen, dass es ein weicher Übergang ist. Und es gibt noch einen kleinen Schatten dann oft hier auf der Wange schon. Okay, dann bleibt eigentlich nur noch eine schöne, kräftige Schattierung hier für die Haare anzusetzen. Jetzt einfach nur mal, um zu zeigen, das war das, was Bela vorhin sagte, das Ohr erscheint dann eben als helle Form vor den dunklen Haaren. Und wir verwenden jetzt hier die Haare, so wie es hier auch auf dem Foto ist, um unser Ohr auszuschneiden. Ja, also dunkel zu hinterlegen, damit dieser obere Bereich jetzt hier richtig leuchten kann. Und hier kommen oft dann eben auch Haare natürlich noch davor. Okay, also diese Übung, das Ohr einmal mit dem Bleistift komplett durchzuschraffieren, ist eine ganz wichtige Übung, um die Bestandteile des Ohres kennenzulernen und auch sich einen Überblick zu verschaffen über die vielen weichen Kanten, die wir im Aquarell jetzt dementsprechend gestalten müssen. Dann geht es jetzt los und wir übertragen die Umrisslinie des Ohrs auf Aquarellpapier. Unsere beiden Ohren sind jetzt auf Aquarellpapier übertragen und ich werde jetzt hier die Farben auf die Palette geben, die wir jetzt gleich zum Malen verwenden. Cadmiumfreies Cadmiumorange, cadmiumfreies Cadmiumrot. Daraus entstehen ja die hellen Hauttöne im Licht. Das ist beim Ohr genauso wie bei Nase, Auge, Mund. Und wir nehmen hier noch etwas Permanent Alizarin Karmesin für die kühlen Rottöne dazu. Und für die schattigen Farbtöne später die Farbe Kobaltblau. So, Bela, ich habe dir einen Rotmarderhaarpinsel Größe 12 hingelegt. Mit dem werden wir jetzt überwiegend die ganze Geschichte malen. Erinnerst du dich, wie die hellen Hauttöne in unseren anderen Videos entstanden sind? Was haben wir da zusammengemischt? Ja, hier das Rot, das Cadmiumrot. Cadmiumrot und? Und gemischt mit dem Gelb.
gemischt mit dem Orange. Cadmiumrot und Cadmiumorange gemischt mit sehr viel Wasser. Und jetzt pass auf, jetzt versuchen wir hier auf der Helix im oberen Bereich ein Lichtreflex stehen zu lassen. Wir gehen auch mit der ganzen Hautfarbe rundherum in die Wange hier mit rein, weil wir wollen das Ohr ja nicht separat malen, sondern es wird jetzt hier eingebettet. Und du siehst, mein Pinsel ist sehr, guck mal hier, der drückt manchmal ein bisschen auf, ja, sodass durch die Brushwork alleine, also durch die verschiedene Pinselbewegungen schon ein lebendiges, durchblutetes Hautbild entsteht. Ich habe jetzt das Alizarin mit reingenommen. Sehr viel Wasser war noch wichtig. Ganz viel Wasser. Hier siehst du den Tropfen. Ja. Und jetzt male ich das Ohr und stoppe kurz vor dem Ohrläppchen. Sehr viel Rot mit rein, das haben wir ja vorhin bei den Meistern gesehen. Der Bereich des Ohrläppchens, der ist heller als das Ohr hier im inneren Bereich. Also hier gehe ich mit Wasser und ziehe mir die Farbe etwas heller ins Ohrläppchen hinein. Das ist ein sehr heller Bereich. Und wir haben gesagt, hier vor dem Gehörgang, wo es hineingeht ins Ohr, gibt es auch einen hellen Bereich. Wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen kaltes Rot mit dazu nehmen, also das Alizarin. Genau. Gut, und unten Wasser fürs Ohrläppchen, weil das ist eine sehr helle Form. Jetzt werden wir diesen Farbauftrag einmal föhnen und dann schon mit der Gestaltung der weichen Kanten für die einzelnen Elemente des Ohres fortfahren. Wir haben vorhin bei unserer Bleistiftskizze ja festgestellt, dass all diese Wölbungen darzustellen sind mit ganz kleinen Schattenformen hier auf den hellen Flächen. Diese Schattenformen müssen weich in das Helle übergehen. Und das versuchen wir jetzt gemeinsam mal hier mit dem Ohrläppchen zu beginnen. Ich mische mir Cadmiumrot, etwas Orange kann auch mit dazu und einen Hauch vom Kobaltblau zu einem, naja, so dunklen Rot, hier so eine Art Braun. Also das Rot soll deutlich noch dominieren. Damit gehen wir jetzt hier an das Ohrläppchen dran, ziehen das nach oben aus. Oben wird es ein bisschen schmaler. Und gehen jetzt mit klarem Wasser an diese Kante. Das ist jetzt das weiche Anlösen einer farbigen Form. Das haben wir geübt in den Kugeln, erinnerst du dich? Ja. Und das machen wir jetzt überall. Also wir müssen es jetzt, schau hier bei der Helix, bei der Antihelix, immer diese ganzen Ränder von unseren Bleistiftstrichen werden so erstmal weich gemacht. Bei der Helix aufpassen, dass in der Mitte ein heller Bereich noch stehen bleibt. Dass man nicht jetzt alles dunkler macht. Wir arbeiten hier mit 2 Rotmaler, also jeder mit einem Rotmalerpinsel. Diese Pinsel haben eine sehr schöne, feine Spitze und ermöglichen jetzt hier sehr präzises Arbeiten. Das ist beim Porträtmalen schon wichtig, dass man gute Pinsel verwendet. Und natürlich auch gutes Papier. Wir arbeiten auf Büttenpapier, 300 Gramm, mittlere Körnung. So, die Helix ist jetzt bei mir schon, bei Bela geht es auch gut voran, schon dreidimensional gestaltet. In der Mitte ist es am hellsten und die Ränder jeweils oben und unten, die Ränder bekommen diese leicht zarte rotfarbene Dunkelheit und wölben sich dann nach innen. So, wir haben für euch jetzt die Kamera ein bisschen näher herangeholt, sodass ihr jetzt die Einzelheiten noch besser erkennen könnt. Wir haben jetzt, glaube ich, beide das schon ganz gut gestaltet. Was wir jetzt gemalt haben, sind die leichten, weichen Formen, die das Knorpelgewebe im Ohr schon dreidimensional darstellen. Was jetzt noch fehlt, sind die großen Schlagschatten hier für die Räumlichkeit.
Und da mischen wir uns jetzt die dunkle Farbe für Hauttöne an, Cadmiumrot und Blau. Mit einer leichten Dominanz des Roten immer noch und viel Wasser haben wir, ich mache es mal hier unten hin, diese Schattenfarbe. Das wäre schon eine schöne Schattenfarbe für extreme Schlagschatten. Ja? Schlagschatten sind immer bläulich und Eigenschatten sind etwas wärmer. Wir könnten natürlich auch mischen das Alizarin, das Permanent-Alizarin mit dem Blau. Das wäre dann, ich mache es mal jetzt gleich hier im Anschluss, etwas intensiver und etwas rötlicher, auch eine schöne Schattenfarbe. Oder was auch für besonders warme, also Schlagschatten sind ja manchmal durch die Reflexion auch aufgewärmt. Und dann verwende ich das Cadmium Orange mit dem Kobaltblau. Und das gibt hier eine Art Grün. Das wäre ein Schatten, ja, gerade wenn er sich jetzt hier mit dem Rot vermischt, der gut im warmen Bereich auch funktioniert. Diese drei Verbindungen hier, einmal Cadmiumrot mit Blau, einmal Permanent-Alizarin mit Blau und einmal Orange mit Blau, sind alles schöne Schattenfarben. Wir müssen jetzt darauf achten, dass die Konsistenz der Farben etwas cremiger wird. Das heißt, es kommt weniger Wasser in unsere Mischform hier hinein. Ich beginne mit dem großen Schatten unter dem Ohrläppchen und mische mir dafür eine schöne Schattenmischung aus Rot und Blau und trotzdem noch genügend Wasser. Und setze das jetzt hier direkt unter das Ohr. Um jetzt einen wirklich weichen Übergang zum Ohrläppchen zu bekommen, können wir noch mal unser Rot nehmen und vorsichtig das Rot hier mit viel Wasser direkt an die Schattenfarbe anfügen und noch einmal quasi das Ohrläppchen verbinden mit dem weichen Schatten. Hier müssen wir jetzt wieder, guck, wenn du das machst, wieder anlösen. Okay. Anlösen, genau, ein bisschen drücken, genau. Und dann einfach wegziehen nach oben. Es soll ja sowieso nach oben das hier bis dahin ziehen sozusagen. Super geworden. Ja, und jetzt ist das Ohrläppchen hat richtig eine Dicke bekommen. Okay, jetzt würde ich den großen Schlagschatten hier unter der Helix setzen. Ich würde wieder arbeiten mit der Basismischung Cadmiumrot und Kobaltblau. Vielleicht einen Hauch Orange mit rein, damit es diesmal etwas wärmer wird. Tonwert ist wirklich kräftig und dunkel. Und wichtig dabei ist, dass wir trotzdem genügend Wasser in der Mischung haben, sodass die untere Farbe immer noch durchscheinen kann. Und schnell die entstandenen Kanten anlösen mit klarem Wasser. Das ist immer dieses Basic, was wir ja so wichtig geübt haben in den vorangegangenen Videos, um die weichen Kanten hier zu erzeugen. Wenn die Antihelix jetzt hier verschwunden sein sollte, wie es bei mir gerade der Fall ist, nehmen wir den Auswaschpinsel, du hast hier auch einen, und holen uns ganz vorsichtig hier ein bisschen die Helligkeit zurück. Das geht sehr gut in dem Moment, wo das noch ein bisschen nass ist. Bei dir ist noch gut, prima. Zieh mal noch ein bisschen weiter rum. Zwischen Helix und Antihelix, dieser Bereich hier im Ohr ist immer noch ein bisschen dunkler. Und das ist, glaube ich, auch der Bereich, der, wenn das Ohr im Gegenlicht ist und wenn der Mensch, zu dem das Ohr gehört, sehr engagiert und vielleicht auch ein bisschen aufgeregt oder angestrengt ist, dann würde das sehr rot leuchten hier. Also nehme ich etwas mehr Rot mit hinein und sorge für einen weichen Übergang in die Antihelix. Hier nach unten hin wird der Schatten wieder ein bisschen dunkler, also dementsprechend wieder mehr Pigment, weniger Wasser und etwas bläulicher. Immer schön verbinden mit Wasser, sodass weiche Verläufe entstehen. Wir gehen jetzt mit der Dunkelheit in den Gehörgang, auch mit so einer starken, kräftigen Blaumischung mit Blau und Rot. Sind doch schon zwei ganz gute Ohren, oder?
jetzt ist das Ohr im Grunde genommen schon ganz gut fertig. Und wir können jetzt die dunklen Haare dagegen setzen, um nochmal dem Ohr einen schönen dunklen Rahmen zu geben. Dafür, ach, habe ich dir noch nicht gegeben. Nehmen wir jetzt Sienna gebrannt und das Kobaltblau. Also es kommt jetzt noch als Farbe Sienna gebrannt dazu. Also einen kräftigen Tonwert mit Sienna gebrannt und Kobaltblau. Viel Pigment und damit male ich jetzt hier am oberen Bereich drumherum. Das Thema Haare werden wir ja in einem der nächsten Videos noch besprechen und da kommen wir dann noch mal genau zu den Möglichkeiten, Haare darzustellen. Das hat gut geklappt. Wenn man noch ein paar helle Stellen entdeckt, könnte man hier noch mal ein bisschen heller auswaschen hier oder auch, schau mal hier, diese Form ist auch sehr hell. Ja? Also die können wir jetzt noch ein bisschen mit dem Auswaschpinsel rauswaschen, um noch mehr Vorwölbungen zu zeigen. Und dann war es das. Mehr ist nicht zu tun. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Ich sage ja, man verrennt sich halt am Anfang, wenn man das nicht gut erklärt kriegt, mit dieser Helix und Antihelix. Wenn man da nicht aufpasst, was wo ist, dann ist das nämlich gar nicht so schwer. Ich überlege, ob ich hier noch dunkler werden muss. So, unsere beiden Ohren sind fertig. Und wir haben festgestellt, dass es gar nicht so kompliziert war, wie wir zuerst dachten, also wie Bela zuerst dachte. Man muss dabei nur aufpassen, dass man die Orientierung zwischen der Helix und der Antihelix und der inneren Ohrmuschel nicht verliert. Weiche Kanten zwischen all diesen Formen und ein selbstbewusst gesetzter Schlagschatten und dann wird es mit dem Ohr klappen. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen dich wieder in der nächsten Folge der Reihe Porträt mit Bela. In der nächsten Woche gibt es ganz regulär einen neuen Film hier auf YouTube mit einem schönen Aquarellmotiv. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.